Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Zunächst einmal Franco Mastantuono, herzlichen Glückwunsch zu deinem 18. Geburtstag. Ja, und Real Madrid hat zu deinem 18. Geburtstag eine kleine Überraschung vorbereitet, denn heute ist offiziell Franco Mastantuono Tag. Der argentinische Nationalspieler ist nicht nur volljährig geworden, heute bekommt er auch seine offizielle Vorstellung von Real Madrid ab 13 Uhr. Und das Ganze mit einer riesen Überraschung für uns Madridistas. Was da los ist, erkläre ich euch natürlich gleich im Video. Ja, der junge Argentinier ist 18, ist volljährig, darf damit morgen beim offiziellen Teamtraining mitmachen und wenn man den spanischen Sportjournalisten vertraut, spielt er am Dienstag gegen Osasuna bereits seine ersten Minuten in der spanischen La Liga. Ja, und damit diese spanische La Liga ein fairer Wettbewerb bleibt, kämpft mal wieder Real Madrid. Denn die spanische Liga steht vor dem nächsten Riesenskandal. Und die Hauptprotagonisten sind wie in letzter Zeit eigentlich immer dieselben. Der FC Barcelona und Javier Tebas. Aber hinter dieser Geschichte steckt noch viel mehr, als ihr bisher wisst. Es ist eine Geschichte von Machtmissbrauch, Erpressung, von einem Gerichtsverfahren, was Javier Tebas endgültig seinen Posten kosten könnte. Naja, also es wird auf jeden Fall ein spannendes Video, wo ich euch auch alle Hintergründe hinter dieser Entscheidung erkläre. Ja, und zu guter Letzt noch ein kurzer Punkt in eigener Sache. Ich hatte gestern meine erste Kooperation mit einem anderen YouTube-Kanal. Und zwar habe ich für Vibe FM ein Video gemacht, in dem es 20 Minuten nur über Arda Güler geht. Ich weiß, viele von euch sind genauso fasziniert von dem jungen Türken wie ich. Also wenn ihr Lust habt, euch das anzuschauen, geht auf Vibe FM, lasst einen netten Kommentar da und lasst auch ein Follow da. Die Jungs sind echt super. Ja, wie dem auch sei, wie ihr hört, heute wird ein sehr spannendes Video. Viel Spaß dabei. Ja, zunächst einmal möchte ich fair sein und wenn ich Franco Mastantuono schon zum Geburtstag gratuliere, dann möchte ich auch Fran Garcia zum Geburtstag gratulieren. Unser linker Verteidiger wird heute 26. Ein Fran Garcia, das gebe ich gerne zu, den ich vor der Club-WM am liebsten persönlich mit der Schubkarre von Madrid weggebracht hätte, wo auch immerhin. Aber ein Fran Garcia, der mir während der Club-WM gezeigt hat, was er drauf hat. Und ich muss zugeben, ich lag falsch bei der Einschätzung von Fran Garcia. Den Schuh muss ich mir anziehen. Fran Garcia, herzlichen Glückwunsch zu deinem 26-jährigen Geburtstag. Und ich bin froh, dass du Teil des Kaders von Real Madrid bist. Ich wünsche dir eine tolle Saison unter Xabi Alonso. Ja, aber heute ist einer der zwei Hauptprotagonisten, zumindest bei Real Madrid, Franco Mastantuono, dieses 18-jährige Wunderkind, auf das Santiago Bernabéu wir Madridistas inzwischen seit Monaten warten. Und heute ist es endlich soweit. Real Madrid hat dazu ein offizielles Kommuniqué abgegeben. Lesen wir uns das zusammen einmal durch. Offizielle Ankündigung, Mastantuono Präsentationszeremonie. Real Madrid gibt bekannt, dass heute Donnerstag um 13 Uhr die Präsentation unseres Spielers Franco Mastantuono in der Real Madrid-Stadt stattfinden wird. Zuvor wird Real Madrids Präsident Florentino Pérez Franco Mastantuono zur offiziellen Vertragsunterzeichnung begrüßen, die unseren neuen Spieler für die nächsten 6 Saisons an den Verein bindet. Nach der Präsentation wird Franco Mastantuono im Presseraum der Real Madrid-Stadt zu den Medien sprechen. Also das Typische, die Präsentation, die wir kennen. Ein Florentino Pérez lässt ihn unterschreiben. Danach gibt es ein paar nette Worte mit der Familie von Franco Mastantuono, schöne Fotos. Danach geht es zur Presse und das ist doch das, was uns eigentlich am meisten interessiert. Mal schauen, was der junge Argentinier zu erzählen hat. Vielleicht redet er ja auch von dem berühmten Telefonat zwischen Xabi Alonso und Franco Mastantuono und wir erfahren so ein bisschen mehr, was da gesagt wurde. Ja, aber ich habe euch gesagt, es
Es gibt eine riesen Überraschung bei dieser Präsentation und die kommt jetzt, denn Real Madrid, laut verschiedener Quellen in Spanien, Franco Mastantuono soll zunächst einmal als Spieler von Real Madrid Castilla registriert werden. Der soll trotzdem bei der ersten Mannschaft spielen und so, also nicht falsch verstehen. Er soll trotzdem da registriert werden und er würde somit nicht nur die Rückennummer 30 bekommen, eine Rückennummer, die er schon bereits kennt und die er mag. Nein, dadurch ist die Nummer 25 bei Real Madrid frei. Man darf bei der spanischen Liga nur 25 Kadernummern vergeben und dadurch hält Real Madrid sich den Rücken frei, falls Madrid doch noch einen Transfer in diesem Sommer vorhat. Was bedeutet, Real Madrid ist doch noch aktiv auf dem Transfermarkt, möchte noch reagieren können und deshalb achtet Madrid darauf, dass der 25. Spot nicht besetzt wird durch Franco Mastantuono. Er kriegt einen Spot bei Real Madrid Castilla, wie gesagt, mit der Rückennummer 30 und Real Madrid könnte auf diesem Transfermarkt doch noch aktiv sein. Viele reden von einem Konaté bei Liverpool, denn Liverpool holt sich anscheinend gerade 2 neue Innenverteidiger und Konaté nimmt die Vertragsverlängerung nicht an. Also in den letzten Augustwochen könnte Konaté nochmal ein großes Thema bei Real Madrid werden. Wie dem auch sei, das sind Spekulationen. Die Tatsache, heute ab 13 Uhr erfahren wir mehr, sehen wir Franco Mastantuono zum ersten Mal im weißen Trikot der Königlichen. Ja, und jetzt kommen wir von einer sehr schönen Nachricht zu einer sehr schlechten. Die spanische Liga steht vor einem Riesenskandal. Viele von euch haben das eventuell schon mitbekommen. Ansonsten spiele ich euch erstmal ein, über was wir uns überhaupt unterhalten. Wir haben noch weitere aktuelle Nachrichten für Sie, die aus La Liga kommen. Wir werden von Chefreporter Kaveh Solekol begleitet. Kaveh, was kannst du uns sagen? Nun, das Präsidium des spanischen Fußballverbands hat sich heute Nachmittag getroffen und soeben einen Antrag der spanischen Liga genehmigt, dass ein Spiel der spanischen La Liga zwischen Villarreal und Barcelona im Dezember in Miami ausgetragen wird. Wenn Sie ein Fußballtraditionalist sind, sind das absolut schreckliche Nachrichten. Aber leider sind wir jetzt sehr, sehr nah dran, nur noch wenige Monate davon entfernt, dass ein bedeutendes Spiel einer europäischen Top-Liga in einem fremden Land, nämlich in Amerika, ausgetragen wird. Was jetzt passiert ist, dass dieser Antrag von La Liga, das Spiel Villarreal gegen Barcelona in Barcelona auszutragen, die spanische Föderation passiert hat. Ja, ihr habt es selber gehört. Die spanische Liga, die spanische Präsidentschaft der spanischen Liga hat einen Vorschlag weitergeleitet, der abgesegnet wurde, dass der 17. Spieltag dieser Saison Villarreal gegen den FC Barcelona nicht in Villarreal stattfinden soll, vor ihren heimischen Fans im eigenen Stadion, sondern in Miami. Was wiederum bedeuten würde, das Erste, was wir wahrscheinlich alle denken, wie unfair ist das denn bitte? Der FC Barcelona, dem würde eins der schwersten Auswärtsspiele dieser Liga weggenommen. Abgesehen davon, dass sie in den letzten Jahren dort gute Ergebnisse erzielt haben, aber das heißt ja nicht automatisch, dass sie diese Saison da gewinnen. Also zunächst einmal, dem FC Barcelona würde eins der schwersten Auswärtsspiele in La Liga weggenommen und dieses Spiel würde in Miami stattfinden. Und in Miami, das Stadion wäre mit 99% Barcelona-Fans gefüllt. Der FC Barcelona hätte in dieser Saison, das wäre es zum ersten Mal in der Geschichte des spanischen Sports überhaupt aller Ligen in Europa, der FC Barcelona hätte diese Saison nicht 19 Heimspiele und 19 Auswärtsspiele, die hätten 20 Heimspiele und 18 Auswärtsspiele. Das ist nun mal der offensichtlichste Punkt. Zum anderen wäre das aber natürlich auch für Villarreal, für jeden Fan von denen, ein Schlag ins Gesicht. Vor allem für die, die Dauertickets haben. Eins der interessantesten Spiele, auf das die sich wahrscheinlich das ganze Jahr freuen, wird denen weggenommen. Der Präsident hat zwar schon verkündet, wir bezahlen euch die Flüge und wir bezahlen euch auch die Eintrittskarten für das Spiel in Miami, aber zum einen bezahlen die keine Übernachtungen und zum anderen, was ist denn mit den Leuten, die am nächsten Tag arbeiten müssen? Also ich schätze mal 80%. Oder was ist mit den Leuten, die zu alt sind für solche Reisen oder zu jung?
die am nächsten Tag zur Schule müssen oder die das körperlich einfach nicht mehr können. Und abgesehen davon ist das Ganze auch noch ein finanzieller Skandal. Denn während Villarreal und der FC Barcelona sich mit diesem Spiel die Taschen voll machen, die Gewinne dürfen die verteilen untereinander, natürlich kriegt Javier Tebas auch noch einen guten Anteil davon, sind Vereine wie Celta Vigo, Betis Sevilla, Vereine, die ihre Spieler nicht einschreiben können nichts dagegen tun, fliegen nicht nach Amerika, kriegen diese Gelder nicht und werden dadurch von der Liga auch benachteiligt. Ja, und das ist mal wieder ein typischer Javier Tebas-Move. Und viele von euch fragen sich, wie kann das sein? Ein Javier Tebas, der hat doch vor 2-3 Wochen noch gesagt, dass diese Club-WM, bei der Real Madrid und Atletico Madrid teilgenommen haben, wo sie gegen die besten Mannschaften der Welt gespielt haben, dass diese Club-WM kein Mehrwert wäre für die spanische Liga. Na, wenn es nach ihm gingen würde, würde diese Club-Weltmeisterschaft nie wieder stattfinden. Er wird alles dafür tun, dass diese Club-WM nie mehr stattfindet. Das hat Javier Tebas gesagt. Und der gleiche Javier Tebas, 2 Wochen später ist es auf einmal ein riesen Mehrwert für die spanische Liga, dass ein Villarreal gegen ein FC Barcelona da stattfindet. Das ist schon seltsam. Und wenn viele sich jetzt fragen, warum sollte der auf einmal seine Meinung so geändert haben, möchte ich euch diesen Clip zeigen. Aber mir ist aufgefallen, was du am Anfang gesagt hast. Ist das ein Abkommen zwischen Tebas und Laporta, damit sie sich gegenseitig nicht anzeigen? Ja, das habe ich schon auf meinem X-Kanal gesagt und ich wiederhole es, weil ich es außerdem weiß. Denn als ich am 17. Juli das Spiel ankündigte, das am Spieltag stattfinden würde, hat Herr Tebas mir aus London widersprochen und gesagt, dass es nicht stattfinden würde. Und jetzt stellt sich heraus, dass gestern alle in Villarreal, ja, ich habe es am 17. Juli gesagt, weil ich bereits von dem Pakt wusste, Denn wie Sie wissen, gab Herr Tebas eine Erklärung heraus, in der er die Finanzberichte des FC Barcelona offenlegte, die er jedoch am nächsten Tag zurückzog, da dies einen Verstoß gegen die Vertraulichkeitsbestimmungen durch die DB darstellte. Und am nächsten Tag veröffentlichte Barcelona eine Mitteilung, in der sie erklärten, dass der Präsident der Liga gegen Artikel 5 der Vertraulichkeitsbestimmungen der DB verstoßen habe. Aber anstatt Anzeige zu erstatten, wie es Real Madrid getan hat, haben sie mit ihm einen Pakt geschlossen. Das war Miguel Ángel Galán, Präsident der Gemeinschaft für Demokratie und Transparenz im Sport. Er war der Erste, der von diesem Pakt erzählt hat. Dieser Pakt, was bedeutet der überhaupt? Und zwar, Javier Tebas hat wie so oft als Präsident der spanischen Liga gegen die eigenen Regeln verstoßen. Florentino Pérez hat Javier Tebas, oder Real Madrid besser gesagt, schon mehrmals angezeigt. Und in einer dieser Anzeigen kam heraus, dass ein Javier Tebas inzwischen auf Bewährung Präsident der spanischen Liga ist. Noch ein Verstoß und er wäre seines Amtes los. Und dann kam kurze Zeit später, wie wir Javier Tebas kennen, der nächste Verstoß. Er hat die Zahlen vom FC Barcelona offengelegt, als es um den Transfer von Nico Williams geht. Der FC Barcelona hat das auf seiner Social-Media-Seite auch direkt offiziell gepostet, aber der FC Barcelona hat Javier Tebas nie angezeigt. Und das ist der große Unterschied zwischen einem Florentino Pérez und einem Joan Laporta. Ein Florentino Pérez hat das gemacht, was richtig ist, und Javier Tebas angezeigt, wenn er gegen die Gesetze seines eigenen Amtes verstoßen hat. Ein Joan Laporta hat die Situation erkannt, hat mit einem offiziellen Kommuniqué Javier Tebas mehr oder weniger klargemacht, wenn wir wollen, bist du deinen Job los. Aber ein Joan Laporta hat gedacht, wie kann der FC Barcelona seine Vorteile aus dieser Situation nutzen? Und welche Vorteile, welchen Pakt hat er geschlossen? Er hat den Pakt mit Javier Tebas geschlossen. Ich zeige dich nicht an. Dafür haben wir, wenn wir neue Spieler einschreiben wollen, es etwas leichter. Und wir bekommen das Spiel in Miami und müssen nicht das schwere Spiel in Villarreal spielen. Das sind 2 Fliegen in einer Klappe für den FC Barcelona. Zum einen werden sie ein schweres Auswärtsspiel los, zum anderen können sie in den USA Geld scheffeln. Das hat der FC Barcelona zurzeit nötig. Ja, so funktioniert zurzeit die spanische Liga. Anstatt
das Gesetz gelten, wird hinterrum manipuliert, Deals abgeschlossen, es werden Leute erpresst, ich lass dir dein Amt, wenn du mir dafür das gibst, etc. pp. So etwas gibt es nur in der spanischen Liga. Das Problem, die ganzen spanischen Vereine trauen sich nicht, gegen Javier Tebas etwas zu unternehmen, denn sie sind finanziell von ihm abhängig. Die meisten Gelder generieren sie mit Fernsehgeldern, mit Werbung etc., die La Liga verteilt. Und eigentlich sollte Javier Tebas Angestellter von den 20 Vereinen der spanischen ersten oder 40 Vereinen der spanischen ersten und zweiten Liga sein. Und im Gegenteil, er hat seinen Posten so manipuliert, dass er das gesamte Sagen hat und alle 40 Vereine das machen, was er will. Naja, alle 40 stimmt nicht, denn Real Madrid und Athletic Bilbao sind die einzigen Vereine, die ständig gegen Javier Tebas kämpfen. Und auch in diesem Fall hat Real Madrid das gemacht mit einem offiziellen Kommuniqué. Das waren 6, 7 Seiten. Die werden wir jetzt nicht zusammen durchgehen, aber wir gehen mal die Kurzfassung zusammen durch. Real Madrid, sie lehnen den Vorschlag entschieden ab, das Spiel des 17. Spieltags der La Liga zwischen Villarreal und dem FC Barcelona in den USA auszutragen, da dies ohne vorherige Konsultation der beteiligten Vereine beschlossen wurde. Real Madrid argumentiert, dass ein solches Spiel das Prinzip der territorialen Gegenseitigkeit verletzt, das für Liga-Wettbewerbe mit Hin- und Rückrunden gilt und somit das Wettbewerbsgleichgewicht stört. Dies würde dem FC Barcelona einen ungerechtfertigten sportlichen Vorteil verschaffen. Der Verein hat FIFA, UEFA und der spanischen Sportrat aufgefordert, zu intervenieren, um die Genehmigung des Spiels zu verhindern, da es ihrer Ansicht nach die Integrität des Wettbewerbs verletzt. Sie betonen, dass jede Änderung des Spielbedingungen die ausdrückliche Zustimmung aller teilnehmenden Vereine anfordert und dass sie die Einhaltung nationaler und internationaler Regeln verteidigen werde. Also, wieder einmal wurde Real Madrid gezwungen, ein offizielles Kommuniqué zu machen, sich bei der FIFA, UEFA, beim CSD zu beschweren, weil wieder einmal Machenschaften hinter dem Rücken der ganzen Mannschaften passieren. Denn eigentlich muss La Liga, muss Javier Tebas sich von allen 40 Vereinen, zumindest von allen 20 der ersten Liga, das Okay abholen, dass die damit einverstanden sind. Ich schätze auch mal, der würde mal wieder von 18 Vereinen das Ja bekommen, aber Madrid und Bilbao wären wieder einmal die einzigen, die dagegen wären. Und Real Madrid kämpft für das Richtige. Dafür, dass alle Mannschaften unter den gleichen Voraussetzungen spielen. Und trotzdem wird Real Madrid wieder als der Böse dargestellt. Das ist genau das Gleiche wie beim CVC-Vertrag, den die spanische Liga, den Javier Tebas damals in La Liga durchgedrückt hat. Dieser Vertrag, den die Bundesliga nicht wollte, die italienische Liga nicht wollte, die französische Liga etc., alle haben abgelehnt, weil die Präsidenten dort noch Angestellte von den Vereinen sind. In Spanien, wo Javier Tebas quasi der Diktator ist, hat dieser CVC-Deal natürlich stattgefunden. Und was bedeutet dieser CVC-Deal? Die Mannschaften, alle, bis auf Real Madrid, Barcelona und Bilbao, die wollten da nicht teilhaben, die haben dagegen Anzeige erteilt. Das war Zeiten, bevor Laporta wieder seine Deals mit Tebas gemacht hat, sonst würde der wahrscheinlich auch Teil davon gewesen sein. Aber wie dem auch sei, die anderen Vereine haben damals eine Finanzspritze bekommen und sollten damit die Infrastruktur etc. erweitern und haben dafür 10% ihrer Medieneinnahmen für die nächsten 50 Jahre an den CVC verkauft. Und Real Madrid hat alle davor gewarnt. Real Madrid hat gesagt, wir finden für euch einen besseren Deal, wo ihr auch die Kohle jetzt bekommt, aber nicht eure Rechte auf die nächsten 50 Jahre verkaufen müsst. Und Madrid ist das egal. Madrid braucht das nicht. Madrid ist, glaube ich, die einzige Mannschaft in La Liga, die alle ihre Spieler jetzt schon registriert hat. Ich glaube, Bilbao und Atletico Madrid, glaube ich, auch. Aber dieser Deal, vor dem Florentino Perez alle gewarnt hat, zu was hat er geführt? Der hat dazu geführt, dass La Liga, schaut euch die Transferfenster der letzten Jahre an, immer weniger Geld investieren kann. Und der hat dazu geführt, dass Stand heute noch über 150 Spieler nicht in ihren Vereinen registriert sind. Und das, obwohl die Liga in 3 Tagen startet.
Florentino Perez hat alle gewarnt. Florentino Perez hat damals für das Richtige gekämpft und heute kämpft er und Real Madrid wieder für das Richtige, nämlich für das Normalste auf der Welt, was jeder Fußballfan mit einem gesunden Menschenverstand ganz einfach sieht. Eine Liga ist nur dann fair, wenn alle Mannschaften 19 Heim- und 19 Auswärtsspiele haben. Ja, ich bin gespannt, das Video war ein bisschen länger, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Die Kommentare werde ich mir heute definitiv durchlesen. Ich bin auch gespannt, wer von euch sich die Präsentation von Franco Mastantuono anschaut. Ich werde es heute nicht schaffen, denn ich habe heute meinen ersten Termin bei meinem Personal Trainer. Da hat sich jemand, ein toller Follower, angeboten, mir dazu helfen. Ich freue mich schon riesig darauf. Morgen kann ich euch ein bisschen berichten. Wie dem auch sei, schaut bei Vibe FM auch mal vorbei. Das Video wird euch hoffentlich gefallen. Lasst eure Meinung in den Kommentaren, lasst ein Like da, teilen, followen etc. Ihr wisst, wie YouTube funktioniert. Und wir sehen uns morgen, wahrscheinlich mit Muskelkater wieder. Also, bis dahin. A la Madrid!